Ja, hallo und herzlich willkommen bei Eve Audio. Mein Name ist Roland Stenz und ich bin der Unternehmensinhaber und der Chefdesigner von Eve Audio. Wir befinden uns hier in unserem Referenzhörraum und ihr seht im Hintergrund bereits eine kleine Auswahl unseres Produktportfolios. Wir werden heute einen Rundgang durch die Firma machen und ich freue mich, die Gelegenheit wahrnehmen zu können und die Kollegen von proaudio.de hier im Hause zu haben. So, jetzt befinden wir uns in der Produktionshalle von Eve Audio. Wir bei Eve Audio, montieren alle Monitore, die größeren Monitore ab 3070 aufwärts hier in den Komponenten komplett hier in-house und auch die Geräteprüfung für alle Monitore erfolgt hier vollständig zu 100%. Das heißt, wir gleichen alle Monitore auf eine Targetkurve, auf eine Zielkurve ab, was eine Genauigkeit von maximal oder eine Ungenauigkeit von maximal 0,5 dB pro Kurve bedeutet. Das garantiert einen sehr homogenen Frequenzgang und eine perfekte Ortung im Stereofeld. Ich zeige euch jetzt den Prüfplatz, wo diese Geräteprüfung geschieht. So, hier seht ihr unseren Prüfplatz und Sven wird gleich mal eine Messung durchführen. So, das Ergebnis sieht er jetzt sofort auf dem Monitor und es sind zwei Kurven zu sehen und jetzt wird er die Kurven aufeinander abgleichen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, aber ist sinnvoll so zu tun, um eben das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Jetzt kommt die Kontrollmessung. Und jetzt ist das Ergebnis besser und so tasten wir uns eben an diesen geringen Toleranzkorridor heran. So, nach erfolgreicher Geräteprüfung und Verpacken werden die Geräte direkt aus unserem Warenlager weltweit in die entsprechenden Länder geliefert. Und da ist doch eine Menge zu tun an der Stelle. Das heißt, wir haben hier ordentlich Lagerbewegung jeden Tag und das Lager muss dann auch entsprechend immer wieder gefüllt sein. Hier befinden wir uns jetzt in der Elektronikentwicklung von Eve Audio. Lukas ist Ingenieur, hat einen Master in Elektronik und Elektroakustik und er zeichnet verantwortlich für die Elektronikentwicklung. Das heißt also, er macht die Leiterplattendesigns, testet natürlich auch Prototypen, Neuentwicklungen, Programmierung. Hier wird gerade eine Messung eines Verstärkermoduls im Hinblick auf Frequenzgang und Rauschverhalten durchgeführt. Das ist natürlich essentiell, diese Parameter auch genau zu verfolgen. Und nicht nur bei einem Prototypen müssen die Parameter erreicht werden, sondern eben es ist eine gewisse, erfordert eine gewisse Kenntnis, dass man das auch in der Produktion, in der Serienproduktion nachher garantieren kann. Da laufen dann doch manchmal Sachen anders, als man hier auf dem Labortisch bei einem Prototypen hat. Ja, wir messen hier jetzt in dem Falle Frequenzgang und Rauschverhalten, wie ich schon gesagt hatte. Und ja, Neuentwicklungen sind natürlich auch längst in unseren Köpfen drin. Da arbeiten wir auch dran, aber das ist jetzt zu früh, darüber schon ein Wort zu verlieren. So, hier befinden wir uns in dem Raum, wo die Air-Motion-Transformer, also unsere Hochtöner, final montiert werden. Alle Air-Motion-Transformer entwickeln wir hier selber. Vom Beginn vom Membran-Layout, hier ist mal eine Membran eines ungefalteten Hochtöners zu sehen. Dieselbe Membran gefaltet, eingebaut im Membranhalter, seht ihr hier. Und der finale Hochtöner, das ist der Hochtöner von der SC3010, SC3012, ist dann hier eingebaut mit einer rückseitigen Kammer, entsprechend starken Neodym-Magneten. Und dieser Hochtöner liefert eine hervorragende Auflösung in den höheren Frequenzen, was eben das Besondere an einem Air-Motion-Transformer ist und was wir in den anderen Frequenzbereichen mit einem Mitteltöner und einem Tieftöner dann entsprechend fortsetzen, sodass das Gesamtsystem von den Eve-Monitoren mit entsprechend hervorragender Auflösung daherkommt und eben ein wirklich gutes Werkzeug ist, um einen Mix oder eine Musikaufnahme entsprechend detailreich beurteilen zu können. Was wir bei Eve Audio auch sehr gerne machen, das ist Studenten einladen zu Praktikas, Praktikumssemester oder auch ihre Bachelor-Masterarbeit zu einem lautsprecherrelevanten Thema zu schreiben. Und hier ist gerade Till, ein Student, dabei, auch sein Praktikumssemester hier durchzuführen. Und wie man sieht, ist er gerade mit Leiterplattenlayout
beschäftigt. Und ja, also das ist immer sehr schön für uns auch, uns entsprechend den Nachwuchs zu fördern. Natürlich gehört zur Entwicklung auch die mechanische Entwicklung, also das heißt Gehäuseentwicklung oder die Entwicklung von den ganzen Metallparts oder auch die Kunststoffteile, die wir brauchen, angefangen vom Drehknopf, Frontplatten und so weiter. Hier habe ich mal eine Zeichnung von einer SC3070, die jetzt gerade neu im Markt aufgetaucht ist. Und man sieht also, wird als 3D-Objekt hier tatsächlich konstruiert, und das vereinfacht die Sache natürlich insofern, dass man also von Beginn bereits auf dem Bildschirm sieht, wo in der Konstruktion Fallstricke lauern können. Also das heißt, man muss mit Kabel zum Beispiel an einer Stelle durch, wo es eigentlich nicht möglich ist zu montieren, oder Schrauben lassen sich nicht an Stellen unterbringen, wo sie eigentlich untergebracht werden müssen. Und das macht die Sache natürlich mit dieser Art von Konstruktion sehr, sehr einfach und gut möglich. Und man sieht eben hier, dass wir komplett die ganze Box abbilden können, bis hin zum Verpackungsdesign und so weiter, was eben notwendig ist. Und das passiert auch hier bei Eve Audio und bringt uns natürlich auch immer in die Möglichkeit, der Technologie zu folgen oder zumindest auch neue technische Wege zu gehen, und das hier in-house vom Anfang, also von der Entwicklung bis hin zur Auslieferung, alle Prozesse hier perfekt im Griff zu haben. Ja, hier ist das organisatorische Herz von Eve Audio. Katrin und Kerstin sind verantwortlich für natürlich Buchhaltung, Accounting, Personalwesen, Assistenz der Geschäftsleitung und ganz wichtig auch Verkauf. Kerstin ist verantwortlich für Verkauf, Marketing weltweit. Und da ist doch eine Menge zu tun, weil wir mittlerweile in über 46 Länder unsere Ware verkaufen, und ein breites Händler- und Distributorennetz ist damit zu betreuen. Und auch im Backoffice natürlich hat das unheimlich viel Anforderungen. Das heißt, es müssen Rechnungen nachverfolgt werden, Lieferscheine, Zollanmeldungen gemacht werden. Und insofern ist das hier auch ein ganz wichtiger Bereich bei Eve Audio. So, wir haben jetzt die Gelegenheit, unseren schalltoten Raum zu besichtigen. Dazu muss ich diese schwere Tür bewegen, die schon einen Eindruck gibt über die Dicke der Dämmung, die wir hier in diesem schalltoten Raum haben. Das sind 1,50 Meter. Nach der Konstruktion, also das heißt, alle Zeichnungen sind fertig, alle elektronischen Projekte sind durchentwickelt, geht es natürlich daran, Prototypen aufzubauen, und diese Prototypen, wenn sie denn dann verfügbar sind, müssen auch gemessen werden. Dazu haben wir hier unseren großen schalltoten Raum, der hat etwa Abmaße von 7,5 mal 8 mal 9 Meter. Dieser Raum ist eine Raum-in-Raum-Konstruktion. Das heißt also, ein Raum ist in einen anderen Raum eingebaut, akustisch komplett entkoppelt, auch zu sehr tiefen Frequenzen. Also wir haben hier eine Entkopplungsfrequenz von ungefähr 25 Hertz. Und das erlaubt natürlich neben rein Frequenzgangmessung auch Klirrfaktormessungen bis zu tiefen Frequenzen. Der Raum hat 1,50 Meter dicke Dämmung, das heißt, wir können etwa so bis 65 Hertz ohne jeglichen Raumeffekt messen. Das ist wichtig, um tieffrequente Bereiche von den Lautsprechern auch messen zu können. Aber dieser Raum ist von den Dimensionen so gestaltet, und wir haben natürlich Probemessungen gemacht, dass wir genau wissen, was wir messen. Das heißt, wir können auch weiter runter messen bis zu eben 20 Hertz, wo dann anfängt, doch die Umwelt von draußen einzukoppeln. Infraschall und diese Bereiche, wenn LKWs vorbeifahren, dann ist unterhalb von 20 Hertz, könnte da ein Problem auftreten. Aber wir sind natürlich sehr glücklich, dass Eve Audio, also wir, diesen Raum hier zur Verfügung haben, den wir auch rege benutzen. Hier ist jetzt die 207 auf einer Drehmechanik aufgebaut. Die haben wir auch selber entwickelt, um eben zu erreichen, dass wir die Möglichkeit haben, um das akustische Zentrum herum die Box zu drehen und nicht um den, ich sage jetzt mal, geografischen Mittelpunkt dieser Box. Also es ist wichtig, eben um das akustische Zentrum drumherum zu drehen, und das ermöglicht diese Konstruktion. Dann haben wir hier ein Standard-Setup, das heißt also 1 Meter Messung ist so unsere Standard-Messentfernung. Und dann haben wir eben wirklich hier die Möglichkeit, ohne Raumeinflüsse
den Raum zu messen. Und es ist sehr wichtig. Man erkennt das, wenn man in der Dusche singt oder so, wie sich der Klang verändert von Raum zu Raum. In der Kirche hat man viel Nachhall, in einem trockenen Raum oder hier in unserem Schalltotenraum, Anechoic Chamber, hat man praktisch gar keinen Nachhall. Und diese Raumeinflüsse sind erheblich, aber in der Lautsprecherentwicklung und in der Lautsprechermessung möchten wir wissen, was macht der Lautsprecher ohne Raumeinflüsse, und das liefert dieser Raum. Nun ist natürlich die Frage, was liefert ein Lautsprecher auch in anderen Richtungen. Da kommt unser Drehteller oder unsere Drehmechanik ins Spiel. Das heißt, wir können den Lautsprecher verdrehen gegenüber der Mikrofonposition, und dann können wir auch messen, was ein Lautsprecher an Energie oder an Frequenzgängen hat in unterschiedlichen Positionen, die man auch in Hörpositionen wiederfindet. Also ich sage mal, normales Stereo-Setup, große Mixing-Konsole, großes Studio, und es sitzen 3 Toningenieure vor der Mixing-Konsole und versuchen sozusagen sich auf einen Klang zu einigen. Und da ist es eben wichtig, auch einen Eindruck zu haben, wie in der nicht frontalen Ansicht, wie das Klangverhalten sich von dem Lautsprecher auch ändert, wenn man eben von hier eine Hörposition hat oder eben anders. Das ist also sehr variabel, und das können wir hier sehr genau detektieren. Und wir könnten auch ganz viele weitere Messungen machen hier oben drüber. Das ist aber sehr aufwendig. Aber das ist auch an sich ist das auch eine sehr wichtige Information. Was liefert ein Lautsprecher nicht nur in 1 Meter Hörposition, oder 2 Meter, sondern was liefert ein Lautsprecher insgesamt an Energie, die vom Raum, je nach Raum, reflektiert wieder zurückkommt zur Hörposition und den Klang erheblich beeinflusst. Wir kennen den Effekt, wir sind in einem Laden, vergleichen Lautsprecher. Alle Lautsprecherhersteller haben in ihren Frequenzdiagramm mehr oder weniger einen linearen Frequenzgang, aber die Lautsprecher klingen alle unterschiedlich, sehr unterschiedlich, und das hat eben mit der Gesamtenergieabstrahlung zu tun, die wir hier oder die man normalerweise nur mit sehr vielen Einzelmessungen bekommen kann. Aber wir haben auch einen anderen Raum, den zeige ich euch gleich, und da können wir den Gesamtenergiefrequenzgang von Lautsprechern sehr einfach messen, und das ist auch sehr hilfreich. Ich hatte euch zunächst unseren schalltoten Raum gezeigt, und jetzt möchte ich euch genau das Gegenteil von dem schalltoten Raum vorstellen. Das ist ein Hallraum, und ihr hört jetzt schon eine leichte Verhallung. Das ist aber eher der Flur hier draußen. Und wenn ich jetzt in den Hallraum reinkomme, dann werdet ihr merken, dass der Hallanteil dramatisch zunimmt. Und ich denke, dass es jetzt gut zu hören ist. Ich werde mal kurz aufhören zu sprechen. Und ihr merkt, wie der Nachhall in diesem Raum ist. Und dieser Raum hat keine parallelen Wände, nur einen rechten Winkel. Selbst die Decke ist schräg und nicht parallel zum Boden. Und das hat zur Folge, dass es hier keine Auslöschung von Wellenfronten gibt, und das erzeugt eben diese lange Nachhallzeit. Ohne Menschen hier drin und ohne andere Dämmmaterialien, Stühle oder so, haben wir hier eine Nachhallzeit von ca. 18 Sekunden. Das ist wirklich richtig lang, und das ermöglicht hier Messung vom Gesamtenergiefrequenzgang. Das heißt also, wir haben hier die 205 stehen. Wir können also einen Lautsprecher in die Mitte von dem Raum platzieren, ein Messmikrofon etwas abseits und dann eine ganz normale Frequenzgangmessung. Und diese Frequenzgangmessung ist dann typischerweise eine fallende Kurve, das heißt im Bassbereich viel Energie, und dann geht es zu den höheren Frequenzen langsam runter. Und aus der Art und Weise, wie dieser Frequenzgang fällt, kann man eben auch Rückschlüsse auf die Homogenität der räumlichen Abstrahlcharakteristik des Lautsprechers schließen. Das ist also auch eine sehr interessante Sache. Diese Kurven, die werden nicht veröffentlicht oder kaum veröffentlicht, weil die auch nicht ganz einfach zu verstehen sind. Aber den Fokus zu haben auf einen linearen Frequenzgang, den jeder Hersteller im Katalog hat, das ist bei der Entwicklung nicht ausreichend genug,
Und deswegen sind wir froh, diesen Hallraum hier auch als zusätzliches Tool, Messtool zur Verfügung zu haben, um eben weitere Details von unseren Lautsprechern messen zu können. So, am Ende der Entwicklung steht natürlich ausgiebiges Hören. Hier sind wir in unserem Referenzhörraum. Das ist ein ehemaliger Studioraum. Und hier können wir wirklich unter exquisiten Hörbedingungen uns die Lautsprecher anhören im Vergleich zu anderen Lautsprechern, Positionen wechseln und so weiter und so fort, was also wirklich notwendig ist. Und dann beginnt im Grunde genommen das Feintuning im Frequenzgang. Man kann eine Menge Messungen machen und versuchen, aus den Messungen heraus zu beurteilen, wie der Lautsprecher am Ende klingt. Aber da gibt es eben auch einfach ein optisches Problem, wenn man einen geraden Frequenzgang hat und man hat breitbandig ein Plateau, ein halbes dB hoch. Das ist in der Linie vom Frequenzgang kaum zu sehen, ist aber dramatisch zu hören. Und das können wir dann hier sozusagen abgleichen. Und das ist wie ein Mastering-Prozess am Ende dieser Lautsprecherentwicklung. Und das heißt also, wir werden mit verschiedenster Musik, klassischer Musik, die Sachen beurteilen, mit großen Chören, natürlich auch mit vielen mit vielen natürlichen Instrumenten. Wir gehen durch alle Musikrichtungen durch und es ist zum Beispiel mit klassischer Musik ganz gut zu beurteilen. Ich lese dann die Noten in der Partitur mit, folge den Stimmen und wenn dann auf einmal einzelne Stimmen verschwinden oder verdeckt werden, dann kann man auch Rückschlüsse ziehen, ist denn die Gesamtbalance in dem Lautsprecher richtig, und das können wir eben vor allen Dingen mit Hören beurteilen. Wenn wir dann im Frequenzgang hörmäßig was verändert haben, geht es wieder zurück zu den Messräumen, Schalltoterraum, Hallraum, zu gucken, ob man da jetzt irgendwie einem akustischen Effekt oder einem Raumeffekt aufgesessen ist. Und wenn dann dieses Spiel hin und her vollständig beendet ist und wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, dann können wir den Lautsprecher freigeben zur Produktion und dann hoffen wir, dass wir auf zufriedene Kunden treffen, was bisher glücklicherweise der Fall war. Vielen Dank dafür. Und da sind wir auch schon am Ende von unserer Präsentation von Eve Audio. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, hoffe, es war interessant. Und ja, guckt auf unserer Webseite, auf unseren Kanälen und vielen Dank nochmal an proaudio.de, uns die Möglichkeit zu geben, uns entsprechend präsentieren zu können. Vielen Dank.